Hallo, ich bin Claudia Mann und ihr seid hier bei Feuer und Flamme, die Kerzenwerkstatt im Prenzlauer Berg. Und ja, freue mich, dass ihr da seid. In meinem Laden verkaufe ich handgemachte Kerzen, handgezogene Kerzen, handgegossene Kerzen, aber auch Kerzen, die von kleinen Manufakturen sind. Und in der Werkstatt hier hinten kann man auch Kerzen selber ziehen. Guckt mal eben hoch. Oben seht ihr Kerzen und hängt auch immer die Farbe, die unten drin ist. Danach, wenn die so dick sind und einfarbig, können wir drehen oder drücken. Das ist das hier, weil die Farben mischen sich wie beim Malen. Und man kann nur dunklere Farben über helle übertauchen. Das Mischen wie beim Malen funktioniert so, also Gelb und Rot ergibt dann auch Orange. Natürlich dann jetzt auch noch verschiedene Sachen machen, zum Beispiel Regenbogen. Regenbogen muss mit Gelb gemacht werden, weil Gelb die hellste Farbe ist. Dann ist aber hier oben nochmal Orange und Rot dran und das ist dran gekommen, weil man die Kerze umgedreht hat. Zum Beispiel hier sind die von unten erstmal eingetaucht bis zur Mitte und dann nochmal umgedreht von oben. Ansonsten könnt ihr auch das machen, das ist überspritzen. Dazu sollten die Kerzen aber gerade bleiben und nicht gedreht werden wie hier. Wichtig ist erstmal, dass ihr eine helle Grundfarbe euch aussucht und dann schon vorher ein bisschen überlegt, wie die Kerze aussehen soll, weil da kommt es natürlich dann drauf an. Ne? Wenn man eine violette Kerze macht, kann man nicht hinterher warten, dass sie dann grün wird. Hier, das sind ja hier die Dochte. Das sind Rohlinge, wenn man ein bisschen schneller alles machen will, kann man die benutzen. Aber normalerweise fängt man ja vom Docht an und der Docht wird immer in das heiße Wachs reingehängt und rausgezogen. Ne? Rein und raus. Das Wachs hat 65 Grad, ist also flüssig. Ne? Und wenn man die hier reinhängt, wird es ja dann hier dran fest. Schicht auf Schicht entsteht dann die Kerze. Frage an euch, was meint ihr, wie oft muss man eintauchen? So im Allgemeinen kann man so sagen, 36, 37 reicht. Wenn man dann hinterher noch übertaucht, kommen ja noch Schichten dazu, deswegen würde man jetzt die Grundkerze vielleicht nicht 36 Mal tauchen, sondern ein bisschen weniger, sodass man hinterher noch ein bisschen mehr Platz hat sozusagen. Das ist so eine Standardlänge, das ist ja, dann so nehmen eine wir die schöne doch. Länge. Ne? So die und dann nimmst du dir da ein Brettchen. Man kann natürlich immer auch mehr machen. Ne? 4 ist ein Standard bei einem Workshop hier. 4 werden auf jeden Fall gemacht. Ja. So, genau. Wichtig ist, dass das nicht reinfällt, weil wenn es reinfällt, ist es weg. Es schwimmt nicht. Ne? Und man taucht jetzt nur bis hier ein. An sich taucht man jetzt nur kurz. Also kurz heißt rein, raus. Nicht rein und raus, ganz langsam, das ist nicht so gut. Guckt nochmal auf die Uhren, da ist eine Uhr oder hier. Da zeigt der Sekundenzeiger an, wann getaucht wird. Also alle halbe Minute sollte man tauchen. Also quasi einmal tauchen, 30 Sekunden warten, wieder tauchen. Ganz am Anfang tatsächlich einmal muss man länger warten. So. Ich glaube, Weiß ist eine ganz gute Farbe, da kann man ganz viel mitmachen. Und ich sage immer, es ist ganz gut, so den kleinen Finger hier reinzumachen. Dann hängt es so ganz gut und fällt auch nicht rein, man muss nicht dran denken. Ne? Aber bei Kindern ist das besonders wichtig. Geh einmal lange rein, weil jetzt ist es schwierig. Ne? Es will nicht so richtig. So dauert ein bisschen, bis die unten ja, sind. genau. So, jetzt ein bisschen drin bleiben. Das ist jetzt alles ganz anders als normal. Das erste Mal? Ja, das erste Mal ist ganz anders. So, dann wieder raus. Raus, ruhig. Und warten. Jetzt tropft es ziemlich mehr als sonst. Wenn es nicht mehr tropft, kannst du auch weggehen. Jetzt nochmal gucken, dass es schön gerade hängt, alles so. Wo kann ich das hin? Einfach weg. Genau, passiert jetzt nichts mehr. Ihr müsstet auf die Uhr gucken, da. Ja. Ne, auf 6 geht es jetzt richtig los. Achtung, und jetzt rein, raus, raus. 1, 2, 3 und weg. So.
Und jetzt hast du schon zweimal getaucht und gleich geht es auf 12 weiter. Und jetzt, ne? Rein, raus. 1, 2, 3 und weg. Genau, das Ganze 12 Mal. Da kennt man auch den pädagogischen Ansatz natürlich. Ne? Da kann man sich in Geduld üben, in Rhythmik, Ja, in genau. Selbstverantwortung. Und Kinder finden das total super, wenn die immer dicker werden und wenn dann Tropfen entstehen da unten. Da passiert was auch, ne? Da passiert was, genau. Ich habe ja auch Schulklassen hier, ne? Svenja mit V oder mit W? V. Mit V. Kannst du dranhängen und dann nimmst du nochmal einen neuen Docht und ein neues Brettchen. Doch nochmal eine andere Farbe. Gelb würde ich, glaube ich, nehmen. Fassen wir den Prozess des Kerzenziehens doch kurz zusammen. Du beginnst mit einem Docht, den du wiederholt in flüssiges Wachs eintauchst. Das erste Eintauchen dauert etwa 30 Sekunden, damit der Docht das Wachs richtig aufsaugt. Dann tauchst du den Docht immer wieder kurz in das flüssige Wachs, zwischendurch lässt du ihn abkühlen, bis die Kerze Schicht für Schicht dicker wird. Um die richtige Dicke zu erreichen, musst du den Docht etwa 35 bis 40 Mal eintauchen. Wichtig ist die Auswahl der Grundfarben. Wenn du eine mehrfarbige Kerze gestalten möchtest, tauchst du immer zuerst in die helleren Farben ein. Es ist wie bei der Malerei. Wenn du zum Beispiel Gelb und Blau mischt, entsteht Grün. Für gleichmäßige Farbübergänge tauchst du die Kerze immer gleich weit ein in die Farbe. Wenn du Kerzen zu Hause ziehen möchtest, brauchst du nur ein hohes, hitzebeständiges Gefäß. Eine alte Metalldose oder ein Glas ist ideal. Als Wachs kannst du, wie hier in der Kerzenwerkstatt, Paraffin verwenden, das besonders gut für Einsteiger geeignet ist. Du kannst natürlich auch Bienenwachs verwenden. Ja, es ist schon entspannt. Du musst ein bisschen auf die Zeit achten, dich nicht verquatschen, ein bisschen schneller arbeiten, aber auch konzentriert. Die Balance zwischen Geduld und Sorgfalt ist entscheidend. Je präziser du arbeitest, desto schöner wird deine Kerze. Achte darauf, dass das Wachs etwa 65 Grad Celsius erreicht, wenn du es zu Hause ausprobierst. Nach dem Eintauchen kannst du auch verschiedene Techniken anwenden, um deine Kerze weiter zu gestalten. Zum Beispiel kannst du sie eindrehen, um interessante Muster zu erzeugen, oder eindrücken, um Texturen zu gestalten. Dazu kommen wir aber gleich noch. Die Kerze muss immer mal wieder trocknen. Das Beste am Kerzenziehen ist, dass du deiner Kreativität wirklich freien Lauf lassen kannst. Die gelben Kerzen müssen nun nach 12 Tauchvorgängen trocknen und es geht mit Weiß weiter. Denk daran, überschüssiges Wachs nach dem Eintauchen zu entfernen. So, dann kannst du dir die weiße, ne? Geht dann weiße weiternehmen. Ich glaube, es reicht jetzt. Oder bist du schon beim dritten Durchgang? Nee, ich bin jetzt fertig. Genau, dann bist du jetzt fertig mit der. Und genau, und kannst die andere dann auch noch mal so fertig machen. Ne, das hier ist gedrückt. Kann ich dir auch zeigen, wie es geht. Das kannst du selber machen. Und das andere ist alles Die finde gedreht. ich schon Damit fangen wir schönsten. mal an. Aber du hast ja auch zwei und kannst zwei unterschiedliche machen. Du kannst dir also für die andere noch was anderes ausdenken oder kannst die drücken zum Beispiel. Machen wir erstmal die enge Drehung. So. Und dann drehen wir unten. Genau, unten anfassen und einfach zügig drehen. Das ist schön. Einfach weiter drehen, weiter, weiter, weiter. Und die bricht dann auch nicht ab? Nö, das bricht nicht. Das ist so weich, ne? Ja, jetzt ist im Augenblick wie Knete, ne? Aber das ist ein ganz kleines Zeitfenster. Wenn es zu hart ist, geht es nicht mehr. Wenn es zu heiß ist, geht es auch nicht. Zum Beispiel
Die Kerzen, die du jetzt zuletzt gezogen hast, die wären jetzt noch zu heiß dafür gewesen. Genau, so ist gut. Und die sind jetzt genau richtig, die haben jetzt 6 Minuten gehangen ungefähr. Und das kannst du danach auch ganz normal eintauchen. Kannst du noch mal drüber tauchen, genau, ja. So, und jetzt kannst du übertauchen. Da müsst ihr jetzt einfach überlegen, was willst du machen. Ne? Entweder Hälfte, Hälfte oder von oben nach unten dunkler werden. Schön festhalten, ne, damit es nicht reinfällt. So eigentlich genauso schnell wie vorher. Was ihr jetzt nicht machen müsst, ihr müsst nicht auf die Uhr gucken. Macht es ohne Uhr. Ne? Wartet immer so ein bisschen, 10 Sekunden oder so, aber nicht unbedingt mehr. Und dann kannst du schon wieder in die Farbe reingehen, weil die Kerzen sind ja zwischendurch jetzt auch ein bisschen abgekühlt. Kannst du noch mal reingehen. Jetzt musst du überlegen, ne? Wie finde ich die Farbe und will ich vielleicht hier schon einen Absatz machen? Ich weiß, wie die jetzt, wenn ich jetzt noch mal reinmachen würde, wird sie noch ein bisschen dunkler. Ja, ne? ein bisschen. Ja. Ja, das würde ich nämlich schon eher sagen. Genau, dann kannst du noch mal bis oben gehen oder du kannst auch schon so einen Absatz machen, ne? So ein bisschen raus, 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 nicht so lange. Genau. So, das würde jetzt da reichen. Ja, das ist Farbenlehre. schon, Ist schon Farbenlehre, ja, das stimmt. Aber wie ist denn das, wenn man jetzt noch mal mit ein bisschen Weiß drüber geht? Nein, das geht nicht. Du kannst Ach so. es jetzt nicht mehr heller machen. Ah, okay. Da müsstest du so viel drüber tauchen, dass die Kerze am Ende viel zu dick wird. Ne? Raus, raus. Oh, schön. Gut, dann gehen wir zu Schwarz. Hängst du den unteren Teil mal oder hängst die Kerze mal ins Eiswasser. Kurz rein und wieder raus. So machen wir das einfach hier unten mal ein bisschen gerade. Und da kann man auch schon ganz gut sehen, dass durch die Abkühlung es auch nochmal dunkler wird. Ne? So, kannst es hinhängen. Raus, 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 nicht zu tief. Du brauchst den oberen Teil, brauchst ja auch noch den Platz. Ne? Auf jeden Fall. Ja, du kannst jetzt da experimentieren. Ne? Wenn jetzt, wie sieht es aus, wenn du jetzt das Hellblau noch dazu nimmst, zum Beispiel? Jetzt auch mit dazu nehmen. Kannst du das jetzt schon machen. Du kannst ja auch dann hinterher noch mal ins Oliv gehen. Du brauchst ja eh die Dicke unten noch. Ja. Ne? Von daher kannst du das jetzt auch so ein bisschen hin und her gehen. Genau, jetzt kannst du da gucken, das ist ein bisschen bläulicher da, was du da hattest, deswegen kannst du jetzt zweimal Ja, aber ich würde eher vielleicht. dann so grünlicher bleiben. Nicht so Oder ganz- das, genau. Nicht so bläulich. Okay. Wir können ja mal gucken, Ja, wie doch, es so ein bisschen wird. Ne? Aber jetzt sieht es schöner aus. Ein bisschen halten, sodass es unten hart wird oder ein bisschen härter wird, ne? Damit wir das besser anfassen können. Ja, so leichtes Orange. Ja, dann musst du ins Orange gehen, denke ich. Genau, da. Wo haben wir Orange? Da Hier. vorne. Nochmal ins Weiß oder eher? Ja, versuch's mit dem Weiß. Und jetzt kannst du noch mal kommen und dann tun wir es noch mal hier rein. Ja, aber das gefällt mir schon echt gut, so wie es Ja, jetzt ist doch gerade gut. ist. Klar, wenn es dann so dunkler wird, aber eher heller, ne? Tendenz. Genau, Ja. so. Nö, das ist doch schön. Ne? Dann hängen wir das mal auch auf. Dann machen wir deine gelben.
So, ne? Ein bisschen gerade schön, damit das nicht schief jetzt irgendwie aushärtet. Das wäre ja blöd. Ja, wieder aufteilen, würde ich sagen. Okay. Dass wir dann... Eine muss noch rot und schwarz werden. Hast du eine Deutschlandfarbe? Schwarz, rot, gold. Dann schwarz. Mindestens zweimal wenigstens reingehen, damit es unten schwarz wird. Vielleicht auch mal zwischendurch ins Eiswasser, damit es abkühlt. Dann kann es auch besser noch eine Farbe aufnehmen. Genau bis zur selben Höhe, ne? Ja, aber ich denke, es wird, wenn es aushärtet, auch noch dunkler. Und dann sieht es schon mehr nach schwarz aus, zum Beispiel, ne? Und dann wird es schon schwärzlich. So, dann können wir das auch wieder aufhängen. Meinst du die andere noch machen? Oder du kannst mal die Challenge annehmen und Brauntöne machen. Na, dann machen wir das doch. Dann rein, etwas länger. Etwas länger. So, jetzt wieder raus. So. Raus. So, jetzt hast du das Orange. Jetzt gehst du zu dem Dunkelgrün. Gut. Kannst du noch mal hier ins Eiswasser gehen? Kommt. Ja, jetzt kannst du natürlich noch überlegen, will ich hier oben das behalten oder und so, glaube ich, sind es Brauntöne von Orange bis Braun. Wir haben jetzt 4 verschiedene Varianten, Sorten gemacht. Genau. Und wie lange dauert das jetzt, bis man die quasi mit nach Hause nehmen kann? 10 Minuten. Ich hänge die jetzt, wenn Sebastian fertig ist, hänge ich die da vor den Ventilator. Ne, dann dauert es nicht so lange. Da du das Video bis hierhin angesehen hast, bist du bereit, einen Daumen nach oben zu geben. Und vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren, wie man macht auf YouTube und Telegram.